Hallo Melanie, schön, dass du da bist zu unserem Gespräch über die Fimose und über die Beschneidung. Du bist ja Pressesprecherin und bist Kinder- und Jugendärztin in Leipzig. Und wir hatten uns ja so ein ganz kleines bisschen überlegt, ähm, dass wir uns darüber unterhalten, wie vielleicht die Leitlinien und das, was in dieser Leitlinienarbeit gemacht worden ist und auch verändert worden ist in den letzten Jahren, wie sich das auswirkt auf die alltägliche Arbeit in den Kinder- und Jugendarztpraxen. Wenn wir uns die Abrechnungsdaten der Krankenhäuser und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung anschauen, dann stellen wir ja fest, dass in Deutschland jedes Jahr so etwa 25.000 bis 30.000 Jungen ohne religiöse Motivation und ohne medizinische Indikation beschnitten werden, also viel mehr, als wir eigentlich von der Statistik erwarten würden. Wie nimmst du denn die Situation in deinem Bereich wahr? Ja, also erstmal hallo und herzlich willkommen, lieber Christoph. Freut mich sehr, dass wir uns heute darüber unterhalten können. Ja, ich nehme die Situation auch ähnlich wahr, wobei ich sagen muss, dass hier in Leipzig tatsächlich deutlich weniger rituelle Beschneidungen stattfinden, als ich das jetzt zum Beispiel aus meiner Tätigkeit damals auch in Nordrhein-Westfalen gewohnt bin. Wir haben natürlich auch hier einen deutlich niedrigeren Ausländeranteil als in vielen anderen Bundesländern, sodass ich finde, dass das in den letzten Jahren auch die Nachfrage gesunken ist. Manchmal frage ich mich so ein bisschen, liegt es daran, dass die Eltern gemerkt haben oder dass sich rumgesprochen hat, dass wir Ärzte in Deutschland das nicht mehr so gerne sehen und ob das dann vielleicht heimlich in den Heimatländern gemacht wird. Allerdings sind in meiner Praxis tatsächlich vielleicht eine Handvoll Jungs, die mir jetzt so spontan einfallen, bei denen das tatsächlich gemacht wurde, sodass es in meiner täglichen Arbeit nicht so häufig vorkommt. Ich sehe aber viel mehr tatsächlich noch das Problem der Unwissenheit unter vielen unserer Kollegen, dass man irgendwie denkt, wie es früher immer gelehrt wurde, dass bis zum ja, Eintritt in die Schule das Problem der Phimose geklärt sein muss und dass da immer noch sehr viel Unsicherheit besteht, dass sehr viele Kinder ständig zum Kinderchirurgen geschickt werden und dann tatsächlich Operationen im späten Kindergartenalter, frühen Schulkindalter durchgeführt werden, wo wir eigentlich heutzutage wissen oder wissen sollten, dass die meisten dieser physiologischen Vorhautverengungen sich ja eigentlich mit der Zeit von alleine lösen und nur ein kleiner Anteil operiert werden müsste. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir ja alle ausgebildet worden sind, du und ich, in einer Zeit, als die Ausbildung, was die Fimose angeht oder die Entwicklung der Vorhaut angeht, noch auf dem Wissensstand von 1949 gemacht wurde, Ja, dass halt in den ersten Lebensjahren die Vorhaut zurückstreifbar ist, und wir kennen das alles von den Schulärzten noch, die in die Schulen kommen und den Jungen in die Hose fassen und sie dann zum Chirurgen schicken, und das geht bis heute. Und das wird ja ja. auch noch vom Berufsverband der Kinderchirurgen propagiert, dass die Angelegenheit in Anführungszeichen am besten bis zur Schulzeit dann erledigt sein soll. Und Mhm. dabei wissen wir natürlich, dass auch von den Kindern, die ins Gymnasium kommen, also mit 10, 11 Jahren, die Hälfte ihre Vorhaut noch nicht richtig zurückstreifen können und eigentlich erst Mhm. die Vorhaut dann zurückstreifbar sein sollte, wenn die Kinder sich mit Abschluss der Pubertät dann wirklich sexuell betätigen wollen. Wie Das, nimmst du das denn bei dir wahr mit den Kinderchirurgen? Wie stellen die sich denn in deiner Gegend? naja, wir haben also ich schicke zu einem speziellen Kinderchirurgen, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten und wo ich jetzt auch über die Jahre gemerkt habe, dass der immer zurückhaltender wird mit der Mhm. OP-Indikation, was ich schon mal sehr angenehm finde, dass ich mich am Anfang, bevor ich die neue Leitlinie kannte, immer so ein bisschen gewundert habe, warum der jetzt doch nochmal eine Salbe verschrieben hat, was ich ja schon mal gemacht hatte. Und also das ist dieser eine Chirurg, der tatsächlich immer zurückhaltender wird, was ich sehr gut finde. Was ich so ein bisschen als Problem finde, was aber natürlich jetzt kein Grund zur OP sein sollte, ist, dass ich immer finde, wenn ich die Kinder bei der U9 sehe, also mit 5 Jahren, dann lassen die sich ja eigentlich immer noch ziemlich schamfrei in die Unterhose
gucken, dass ich dann immer froh bin, wenn das Problem dann eigentlich schon gelöst ist in Anführungszeichen, so bei der U10, U11, also bei den 8 und 10-Jährigen. Gerade bei den 8-Jährigen kann man auch noch mal recht gut in die Unterhose gucken und ich finde, dann wird es aber schwieriger und dann wird das Thema auch immer schambesetzter für die Jungs, sodass ich das tatsächlich so ein bisschen schwierig finde. Jetzt, da müsste man ja eigentlich sagen, bei einer J1 guckt man auch noch mal ganz genau hin, was dann echt schon so mit 12 ein schwieriges Alter ist. So, das finde ich so ein bisschen problematisch. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich schreibe das auch immer in das gelbe Heft rein und in das grüne Heft bei der U10, U11 keine Fimose, damit dem Jungen weitere unangenehme Untersuchungen erspart bleiben. Aber das ist natürlich so ein bisschen, was ich so ein bisschen als Problem an der ganzen Sache sehe, dass man natürlich als Arzt oder dass vielleicht auch die Jugendlichen dann ja ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr regelmäßig zum Arzt gehen und dann vielleicht auch viele Dinge nicht entdeckt werden oder sehr schambesetzt sind. Aber da muss man natürlich einen guten Weg finden, dass ich denke, dass ein Jugendlicher auch vielleicht immer noch ein ganz gutes Vertrauen zu seinem Kinderarzt hat und dann trotzdem noch hingeht. Aber das finde ich so ein bisschen schwierig an dem ganzen Thema, wie man an die Jugendlichen rankommt, die natürlich nicht mehr zu Mama gehen und sagen, Mama, da ist irgendwas komisch, geh mal mit mir zum Arzt. Das ist natürlich schwierig. Das ist aber auch vielleicht ein junge Frau, Mädchen, Mann-Problem. Wobei es schon, Ja, glaube ich, wichtig ist, auch die Jungs in der Vorsorge zu untersuchen, weil wir natürlich nicht und übersehen sollten die Jungen, die an ja. Lichen leiden und dann wirklich sekundäre Mhm. Phimosen kriegen, auch wenn wir bei der U9 schon gesehen haben, dass die Vorhaut zurückgeht. Das muss ja nicht die ganze Zeit so sein und da gibt es ja dann wirklich Behandlungsbedarf. Ja. Aber man kann ja einfach auch die Jungs fragen. Sag mal, kriegst du deine Vorhaut noch schon gut zurück oder gibt es Probleme? Und dann Ja, sollen wir nicht klar. mal schauen. Ja, ja. Das frage ich immer und dann ist es natürlich manchmal sehr lustig, die Reaktion, wenn die manche erst mal überlegen müssen, was ich jetzt damit genau meine und dann aber wenn die sehr lange überlegen und dann „Nein" sagen, dann schlage ich doch vor, dass ich einmal genauer hingucke, weil ich dann schon weiß, wenn die sehr lange überlegen oder sehr schnell antworten, dass da irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist. Mhm. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, ähm, weil auch viele Kinderchirurgen und auch der Berufsverband der niedergelassenen Kinderchirurgen in der Broschüre sagt, ja, das ist so schwierig, man kann die 14-Jährigen nicht so gut zur Beschneidung bringen. Ich behaupte, man kann es wirklich so gut gegen ihren Willen machen, aber man kann Ja, die ja, ja auch überzeugen, wenn man den Jungs sagt, wenn die Vorhaut zu eng ist, dann hast du wirklich Probleme beim Sex oder du musst aus dem Bett der Freundin in die urologische Klinik, weil sie als Paraphimose dahinter hängen bleibt. ja, Ich habe keine Erinnerung, dass es irgendeinen Jungen in dem Alter dann dauerhaft nicht, dass ein Junge dauerhaft nicht überzeugt war, dass er sich operieren lassen soll, wenn er muss, ja, oder auch sein ja. Lichen behandeln lassen, wenn er muss. Sag mal, hattest du schon Kinder mit Komplikationen nach Beschneidungen? Ja, also einige, also gerade bei diesen rituellen Beschneidungen im frühen Säuglingsalter oder auch so Kindergartenalter, muss ich sagen, habe ich schon wirklich einige unschöne Wundverheilungsverläufe gesehen, wo ich schon beim Hingucken dachte, das muss einfach unglaublich wehtun und mit auch zum Teil oft nicht sehr schönen OP-Ergebnissen im Verlauf. Das ist ja nicht ungewöhnlich und natürlich vor allen Dingen dann, wenn die Eltern das quasi heimlich im Heimatland von irgendeinem Bekannten, ich sage jetzt mal so ein bisschen platt, so von irgendeinem Bekannten auf dem Acker haben machen lassen. Dann ist es uns natürlich dann doch lieber, wenn die lieber zu einem Kinderchirurgen gehen. Aber da gibt es tatsächlich sehr viele Komplikationen und auch mit unschönem Verlauf. Und dass ich natürlich immer mehr versuche, also es gibt zum Beispiel bei uns auch einen Arzt, der mit großzügiger Indikation also natürlich unter dem Mantel der Fimose, aber sehr großzügig die OPs durchführt. Das wissen die Eltern natürlich auch, das spricht sich ja rum, aber ich versuche wirklich bei jedem, die davon abzuraten und mal dann auch mal ganz große Schreckensszenarien, was da alles Schlimmes passieren kann. Und weil das ist ja erstens unwiderruflich passiert und zweitens zum Teil ja dann auch für lebenslang Folgen für die, Hm. für die Jungs. Also mir geht das auch so. Ich kenne auch Kinder und einer davon wirklich schwer krank dran mit einer
hämodynamischen Blutung, der transfundiert werden musste, weil er so viel geblutet Okay, hat nach der ja, Operation, ja, und andere, die sehr, sehr viel Vorhaut verloren haben, weil sie mit einer mhm, Klemme, Morgenklemme oder sowas operiert worden sind. Ähm, und darüber rede ich schon dann auch mit den Eltern, die kommen von der rituellen Beschneidung. Ähm, und wir reden natürlich auch über den Verlust von erotisch sensiblem Gewebe. ja, Wie ja. ist das? Redest du darüber auch mit den Eltern, dass die Kinder dann einfach Ja, später viel, viel weniger Nerven an ihrem Penis haben, das viel weniger das erotisch mache sensible ich. Haut? Ja, also das mache ich. Das Problem ist natürlich oft, dass es ja leider oft auch Eltern, die diesen Wunsch haben, dass es da auch leider oft Sprachprobleme oder Sprachbarriere gibt, weil das oft ja sehr einfach, ich sage mal, konservative Menschen aus ihren Ländern sind und die Sprache nicht gut können oder auch wenn man dann versucht mit Englisch oder Google Translate so ein Thema zu besprechen, ist natürlich dann oft nicht so einfach und daran scheitert es manchmal, ne? Aber ich glaube, ich bemächtige mich dann doch einfacher Gesten und Zeichensprache, dass man sich schon irgendwie verständlich machen kann. Ähm, und ich bin dann immer gespannt auf die Reaktion und erwarte dann eigentlich, dass die Eltern irgendwie entsetzt sind. Aber viele sind ja erstaunlich zugänglich und auch verständlich und scheinen das dann doch nochmal zu überlegen. Aber es ist sehr unterschiedlich. Das ist sehr, wirklich sehr unterschiedlich, die Reaktion auch auf das Gespräch. Entsetzt darüber, dass du das ansprichst, oder entsetzt darüber, dass die Nee, Vorhaut entsetzt darüber, dass es verlieren, so die ist, wie ich es Sensibilität? beschreibe. Genau, ja. Ne, weil für manche ist Es das ist, ja ganz normal und ich habe das ja auch in Amerika erlebt. Ich habe mal 2 Jahre an der Ostküste, Virginia, gelebt und da war es unter den Amerikanern völlig normal, dass die Kinder quasi im Kreißsaal mehr oder weniger schon ja, die Beschneidung erlebt haben und es war ungewöhnlich. Mein Sohn ist da zum Glück knapp dran vorbeigekommen, ohne jetzt zu privat zu werden, aber das war auch für viele unvorstellbar, dass man das nicht machen lässt. Und und das ist ja sogar jetzt nicht nur in, ich sag mal, in arabischen Kulturen oder nahöstlichen Kulturen üblich, sondern auch ja in vielen westlichen Kulturen aus hygienischen Gründen ja in erster Linie. Und ich hatte das Gefühl, dass vielen das gar nicht so richtig klar ist oder dass das so ein bisschen verschwiegen wurde, dass das natürlich auch einen Sensibilitätsverlust bedeuten kann. ja, das wird ja bei uns auch immer wieder mal von entsprechenden religiösen Gruppen propagiert, dass es ja medizinisch total sinnvoll wäre, die Beschneidung durchzuführen Genau. aus Ja, hygienischen Gründen oder aus Präventionsgründen, sei es nur die Harnwegsinfektionen oder sei es das Vorbeugen von sexuell übertragbaren Krankheiten. Ähm, genau. Da bin ich sehr froh, dass die Leitlinie ganz klar sagt, gibt überhaupt keinen Grund oder fast keinen Grund, Mhm. einen Säugling zu beschneiden, außer wenn er eine schwere Fehlbildung hat in den ableitenden Harnsystemen. Und ja, gegen sexuell übertragbare Krankheiten verwenden wir Kondome und die Impfung gegen HPV. Das Genau. haben die Amerikaner zwar empfohlen, aber in ihren eigenen Leitlinien überhaupt nicht angeführt, dass es eine Impfung gegen HPV gibt, Ja, auch bei den Jungen, obwohl sie ja empfohlen ist. Ähm, Wenn wir über wirklich eine Fimose reden, also 1% oder vielleicht ein bisschen mehr der Jungs, dann haben wir ja jetzt, und das ist neu in der Leitlinie jetzt im Vergleich zur vorigen Leitlinie von 2017, ganz strikt ein vorhauterhaltendes Vorgehen empfohlen. Das heißt, auf der einen Seite, du hast es ja schon angesprochen, die Salbentherapie mit Cortisonsalbe, mit Betametason, und auf der anderen Seite dann, wenn man operiert, eine vorhauterhaltende Technik zu nehmen, also irgendeine Vorhautplastik. Ähm, Denkst du, das kann man den Eltern verständlich machen? Die Beschneidung sitzt ja so tief drin, und vor allem natürlich bei den muslimischen. Hast du da eine Erfahrung, wie man das an die Eltern dranbringt? nee, ich finde es schwierig, zumal ich das eigentlich sehr oft erlebe, dass die Eltern das gar nicht im Vorfeld mit uns oder mit mir diskutieren, sondern dass die dann plötzlich im Heimaturlaub waren und das dann kommt zurück und dann ist es eigentlich schon passiert. Und, ähm, und ja,
also so im Detail finde ich schwierig. Also das kommt eigentlich selten vor, dass man die Gelegenheit hat, das so im Detail vorher mit denen zu besprechen, weil die ja selten vorher kommen und das wünschen, sondern es ist dann ja oft schon passiert. Das betrifft aber jetzt die überwiegend natürlich die muslimischen Kinder, aber es betrifft ja bei uns, und wenn wir es medizinisch nehmen, nicht rituell, natürlich die Mhm. Jungs, die tatsächlich eine Fibrose haben, also nicht durch Liechen, aber Okay, durch ja. eben diese 1, 2%. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, weil wir sehen ja bei Ja, den ja, das auf, ja, erwachsenen Männern, die teilweise nun wirklich schwer darunter leiden, dass sie beschnitten worden sind, dass wir als Kinder- und Jugendärzte dann ganz proaktiv auch mit denen reden und mit den Familien reden, dass es diese vor Ort erhaltenen Möglichkeiten gibt. Weil, ja, das ist meine Erfahrung mit den Kinderchirurgen, es ist aufwendiger, es ist komplizierter und es kann nicht jeder, beschneiden kann jeder, dass sie das gar nicht anbieten, obwohl sie es eigentlich sollten. Und da ja, finde ich das ganz wichtig, dass wir proaktiv als Kinder- und Jugendärzte auf diese Familien dann einwirken und sagen, die Leitlinie empfiehlt es so, dass wir vor Ort erhaltend vorgehen. Und das hat natürlich einen riesigen Vorteil, vor allem auch was die Menge an erotisch sensiblen Gewebe angeht ja, hinterher. ja. Ist natürlich schwierig, weil wenn wir die Überweisung machen zum Kinderchirurgen, und ich sage dann oft, wo ich empfehle, wo die hingehen sollen, weil ich weiß, dass die das gut machen, dass natürlich die Eltern sich oft dann doch einen anderen Arzt suchen, weil der gerade 3 Straßen näher wohnt und, genau und ja, das ist ja wie immer in der Beratung, ne? Manche nehmen das dann an und verhalten sich danach und bei manchen geht es dann links rein und rechts wieder raus. Aber so oft kommt es auch tatsächlich nicht vor, dass ich aktiv jemanden dahin schicke. Also ich schicke manchmal zum Kinderchirurgen eher so zur zweiten Meinung. Ähm, aber das ist wirklich, so oft ist es in letzter Zeit eigentlich nicht mehr gemacht worden, eben weil ich immer zu diesem einen Chirurgen schicke, der da auch sehr zurückhaltend geworden ist, was ich sehr schön finde. Aber da ist es eben wichtig, dass so jeder niedergelassene Kinderarzt natürlich auch so sein, wie in allen Bereichen, sein Sozial- oder sein Netz baut mit Kollegen, mit denen er gut zusammenarbeiten kann. Operiert der vor Ort erhaltend? Ja, und wenn er das, also der Super, macht das und die Uniklinik macht das bei uns. super, das ist toll. Mhm. Ich habe noch ein ganz anderes Thema. Du hast ja auch einen Mhm. Schwerpunkt Kindergynäkologie und kümmerst dich um Mädchen, die in Gefahr sind, durch Beschneidungen verstümmelt zu werden. Jetzt wissen wir ja natürlich, es gibt eine ganze Reihe von Schweregraden der Female Genital Mutilation. Ähm, Wie siehst du denn die Parallelen von Genitalverstümmelung Typ 1a, also die Beschneidung der Klitorisvorhaut mit der Beschneidung der Vorhaut von Jungens? Also die Frage des Kindes, hohe Kindesmisshandlung oder letztendlich Naja, auch Genitalverstümmelung. ja, ich meine, ich denke, das ist ja im Grunde vergleichbar oder das ist ja, kann man ja gar nicht gegeneinander aufwiegen. Das eine, das andere ist natürlich ein schwerer Eingriff in die Persönlichkeit im Grunde oder Persönlichkeitsrechte des Kindes und nicht wieder gut zu machen. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das eine oder das andere mehr Schutz, also ne, mehr und mehr unter Schutz gestellt werden sollte als das andere. Ähm, Das ist natürlich oft bei Mädchen nicht so offen ersichtlich, weil man ja unter Umständen eine Klitorisbeschneidung gar nicht mehr nach einer Weile nachvollziehen kann, wenn es nur zum Teil gemacht wird. Beim Jungen ist das ja ein bisschen was anderes. Aber ich denke, das ist ja beides inakzeptabel. Aber auch da ist es ja so bei den Mädchen, ich meine, man ist natürlich als Kinderarzt, guckt man ja bei jedem Säugling immer bei jeder Vorsorgeuntersuchung das Kind sich von Kopf bis Fuß an und man sollte ja auch immer also ganz ausführlich den Vaginalbereich oder den Scheidenbereich inspizieren. Ob das immer alle Kollegen machen, immer man die Zeit dazu hat, ist natürlich nochmal die große Frage. Und nicht nur beim Säugling, sondern bei allen Vorsorgen, Nee, so nee, gut es geht. Wenn genau. wir Ja, dazu ein ja, Einverständnis haben, dann ist das ja sehr wichtig, ne? Und ja, du sagtest es ja vorhin, bei den Jungs mit 5 Jahren kann man noch in die Hose gucken und ich denke auch bei den Mädels mit 5 Jahren kann man klar. gut noch Auch bei den Größeren, das ne? Genitale Ja. untersuchen, auch bei den größeren noch, ja.
Ähm, Dadurch, dass ich ja auch den Zusatz habe, Kinder- und Jugendgynäkologie, schicken mir auch tatsächlich viele Gynäkologinnen, grad so diese arabischen Mädchen, die eigentlich schon zum Gynäkologen gehen könnten, die aber extrem verschämt sind und sich das nie vorstellen könnten, sich auf 'n Stuhl zu setzen. Bei denen ist das für die ist das so 'n bisschen leichter, zu mir in die Praxis zu kommen, wo so 'n bisschen alles noch so kindlich ist und rosa und Teddys und Puppen und Plüsch. Ähm, sich von mir einmal das angucken zu lassen, als wenn sie zum Gynäkologen auf 'n Stuhl müssten. Das ist natürlich auch noch mal 'ne kleinere Hemmschwelle. also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass beim Thema eines unverletzten Genitale, einer unverletzten Persönlichkeit, einer unverletzten Seele, dass wir Jungs und Mädels gleich behandeln. Und Ja, das ist ja auch einfach schon seit 10 Jahren, seit wir an diesem Thema dran sind als Berufsverband der Kinder- mhm. und Jugendärzte, ist das schon auch diese Verbandslinie und Verbandsmeinung, dass diese Kinder, die in Gefahr stehen, ohne medizinische Indikation, also Jungs ohne medizinische Indikation geschnitten zu werden, dass die einen besonderen Schutz verdienen. Und natürlich die Leitlinie ähm, kümmert sich oder kann sich nicht um die religiös oder traditionell motivierten Beschneidungen kümmern, aber wir können uns, müssen uns ungeheuer stark darum kümmern, dass die Operationen, die durchgeführt werden im medizinischen Bereich, auch mit einer ganz guten und ganz klaren Indikation sind. Ja, Und ich denke auch noch was Zweites. Wenn immer es Ärzte sind, die rituell motivierte Beschneidungen machen, dann sind sie ja doch an das ärztliche Ethos und auch an die Leitlinie gebunden, vor allem in ihrer Aufklärung. Und sie müssen eigentlich alle die Kinder, die zu ihnen gebracht werden für eine rituelle Beschneidung, aufklären über die Risiken und Nebenwirkungen letztendlich, die im Rahmen ja, dieses Prozedere sein kann. Also nicht nur die ähm, physiologischen, körperlichen Risiken, sondern letztendlich auch die seelischen Risiken. ja, auf alle Fälle. Dem kann ich nur zustimmen und, ja, man macht da ist ja schnell was beim Kind gemacht nach dem Motto, ist ja nicht schlimm und tut ja nicht so weh, ist ja noch klein und was dann natürlich Auswirkungen lebenslang für das Kind hat. Das ist natürlich ganz dramatisch und das Kind konnte noch nicht mal selber zustimmen. Und da sind wir als Kinderärzte, glaube ich, wirklich gefragt, uns da immer wieder für die uns klein anvertrauten Schützlinge einzusetzen und anstatt einfach zu sagen, ja, ich mache hier mal schnell die Überweisung für den Chirurgen. Melanie, schön für deine Zeit. Wunderbar, dass Mhm, es vielen geklappt Dank. hat, dass wir uns heute treffen können. Ja, war ein sehr Ich schönes danke dir Gespräch. und ich freue mich. Tschüss. Gut, dann bis bald. Tschüss.